Von der Skizze zum fertigen Hundeporträt. Herzlich willkommen zu diesem Timelapse-Video. Mein Name ist Anneliese Klotz und in den nächsten 10 Minuten werde ich so genau wie möglich versuchen zu erklären, wie Benny gemalt wurde. Im ersten Teil geht es um die Skizze, dann ums Fell, malen ohne zu stricheln. Wer den Skizzenteil überspringen möchte, kann einfach in der Timeline auf das nächste Kapitel vorspulen oder in der Beschreibung unten das entsprechende Kapitel anklicken. Das Porträt von Benny wurde mit Yellow Mission Gold Aquarellfarben auf Hahnemühle Aquarellkarton 200 Gramm rau gemalt. Zur Wahl des richtigen Papiers mache ich später noch ein paar Anmerkungen. Jetzt erstmal zur Skizze. Der Einfachheit halber und um es leicht nachvollziehbar zu machen, habe ich vorweg entschieden, Benny 1:1 zu aquarellieren. Zuerst wird das Papier so gefaltet, dass sich ein Kreuz ergibt. Dann setze ich Punkte, teilweise an markanten Stellen wie Anfang und Ende des Auges, Nasenspitze, Spitze des Ohrs und so weiter. Teilweise sind die Punkte willkürlich gesetzt, einfach dort, wo ich denke, dass es für die spätere Orientierung Sinn macht oder machen könnte. Und jetzt geht's ans Messen. Das Kreuz ist die Ankerlinie oder Orientierungslinie, von der aus auf einem Punkt mit dem Spitzzirkel gemessen wird. Es hilft auch, nach gleichen Abständen zu suchen. Damit bekommst du ein Gefühl für die Proportionen bzw. die Verhältnisse untereinander. Immer wieder messen und prüfen, ob die Abstände stimmen. Das linke Auge hatte ich zu hoch gesetzt, das lässt sich aber ganz leicht korrigieren. Einfach mit dem Wasserpinsel anfeuchten, Linie wegwischen, neu einzeichnen. Bei Benny habe ich mit Umbra Natur und gelbem Ocker skizziert, weil diese Farben erstens in Bennys Fell vorkommen und zweitens weiß ich, dass sich diese Pigmente mit Wasser oder dem Wasserpinsel wegradieren lassen. Probiert vorher auf einem Stückchen Restpapier aus, welche Aquarellfarben sich nach dem Trocknen rückstandslos entfernen lassen. Aber zurück zu Benny. Erstmal geht es hier darum, eine helle Skizze von Benny zu machen. In diesem Stadium strichle ich gerne, weil mir das ein Gefühl für das Fell gibt. Nach und nach setze ich dunklere Farben und immer wieder messen, korrigieren und zwischendurch Pausen machen, um mit frischem Blick zur Skizze zurückzukommen. Das ist ganz wichtig. Dann lege ich den Hintergrund an, damit ich beim Weitermalen von Benny die Kontraste besser beurteilen kann, beispielsweise ob die dunklen Farben dunkel genug sind, ob die Tonwerte stimmen. Als nächstes lege ich Nase und Augen an und dann konzentriere ich mich auf die dunkelsten Stellen im Fell. Dabei suche ich nach Flächen, identifiziere Zwischenräume. Ich betrachte das Fell nicht als Fell, sondern als größere Farbflächen. Ich male also keine Haare, sondern fülle Farbflächen. Wichtig ist, nach dem Auftrag der ersten Farbschicht das Bild völlig trocknen zu lassen, bevor mit weiteren Farben weitergearbeitet wird. Das Fell wird also überwiegend auf trockenem Untergrund gemalt. Die dunkelsten Farben nochmal intensivieren, trocknen lassen und Pause machen. Es ist enorm wichtig, immer wieder Pausen zu machen, um Schwächen im Bild zu finden. Oder man zeigt das Bild einem Unbeteiligten, der die Abweichungen zum Original schneller erkennt als man selbst, weil man selbst zu dicht dran ist. Nachdem alle flächigen Farbschichten gut getrocknet sind, nehme ich einen feuchten, aber nicht nassen Pinsel und nehme mit diesem Pinsel Farbe weg, wo Helligkeiten sein sollen. Bisher ist alles noch sehr grob, auch beim Farbe wegnehmen. Übrigens mache ich Skizzen für meine Aquarelle oder auch die Buntstiftzeichnungen nie mit Bleistift. Ich mag es nicht, wenn der Bleistift sich durchdrückt, weder beim Aquarell noch bei der Buntstiftzeichnung, noch bei den Vorzeichnungen zu Acrylbildern oder was auch immer. Zudem sind manche Aquarellpapiere sehr empfindlich und vertragen es nicht gut, wenn darauf mit dem Radierer rumgeschrubbt wird. Fragt ihr euch manchmal, wie man lernen kann, ein Stillleben, eine Landschaft, ein Porträt, was auch immer frei zu zeichnen? Es gibt viele Methoden, eine Vorzeichnung auf Papier zu bekommen. Manche rastern gerne, aber mit der reinen Rastermethode sind die Leute zu sehr aufs Raster konzentriert, bekommen kein Gefühl für das Motiv oder die Proportionen. Im Gegenteil. In meinen Kursen sehe ich, dass die Kästchen dann immer kleiner werden. Das ist kein freies Zeichnen mehr, beziehungsweise kann man meiner Erfahrung nach damit nicht frei zeichnen lernen. Andererseits von vornherein nur Referenzpunkte zu nehmen und die zu übertragen, ist für manchen eine Überforderung. Mit welchem Punkt anfangen, wo orientieren, wie die Winkel richtig treffen. Aber die Mischung Kreuz bzw. Raster und Punkte macht's.
Mit der Zeit werden es immer weniger Punkte, die man braucht. Probiert's mal aus. Anfangs geht's natürlich langsam, aber das ist bei allem, was man zum ersten Mal macht, so. So. Als nächstes ändere ich den Hintergrund, der mir absolut nicht gefiel, und bevor ich weitermale, lasse ich alles gut trocknen. Für die feineren Haare hinzukriegen, ist ein Pinsel mit etwas steiferen Haaren besonders gut geeignet, weil er die Farbe besser anlöst und ablöst, als Pinsel mit weicheren Haaren das können. Bei Benny geht jetzt leider der Kampf mit dem Papier bzw. gegen das Papier los. Für dieses Porträt hatte ich mich mit dem Papier blöderweise vergriffen. Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit habe ich kein glattes Papier genommen, wie Hahnemühle Nostalgie oder irgendein anderes heiß gepresstes glattes Papier, sondern raues Aquarellpapier, was etwas Struktur hat. Feine Haare lassen sich auf glattem Papier aber viel besser darstellen. Durch die Wahl des falschen Papiers habe ich hier quasi gegen die Körnung des Papiers angemalt, um zu einem Ergebnis zu kommen, was ich mit einem Papier mit glatter Oberfläche hätte einfacher oder leichter haben können. Auf glattem Papier nimmt der aufgespreizte Pinsel ganz einfach Farbe weg, so fein, wie man es mit keiner Stricheltechnik hinkriegen würde, was man, wie ich finde, in diesem Video nicht so gut erkennen kann. Also wie toll der Effekt ist, mit dem aufgespreizten Pinsel Farbe abzunehmen oder aufzutragen. Deshalb habe ich extra ein weiteres kurzes Demo-Video zum Fellmalen gemacht, wo ich Schritt für Schritt und in Nahaufnahme diese Art des Fellmalens zeige. Das Video Fell mit Aquarell mal anders malen ist am Ende dieses Videos verlinkt. Bislang nehme ich lediglich Farbe ab und oder helle manche Stellen leicht auf. Wenn der Pinsel nicht triefend nass ist, sondern nur feucht, holt er die aufgetragene Farbe quasi in Schichten vom Bild und legt damit nach und nach darunterliegende Farbschichten frei. Also, wenn ich Schwarz wegnehme, stoße ich nicht auf das Weiß des Papiers, sondern erstmal auf Ocker, Sienna gebrannt und so weiter. Zudem wird alles weicher. Teilweise drücke ich den Pinsel zwischen zwei Papiertüchern richtig aus. Das reicht, um Farbe vorsichtig wegzunehmen. Soll es etwas mehr sein, nehme ich den Wassertankpinsel, der nasser ist und Farbe bis aufs weiße Papier runter ablöst. Hier setze ich Helligkeiten mit Gouache, die ich dann mit dem Wassertankpinsel verblende bzw. etwas zurückdämpfe. Mit Umbra Natur und aufgespreiztem Pinsel noch ein paar letzte feine Haare malen, an manchen Stellen Farbe intensivieren, fast fertig. Jetzt geht's nur noch um den Hintergrund.
Beim Hintergrund geht es ums Pigmente-Schubsen. Hier nehme ich keine Farbe ab, sondern löse strichelnd die Farbe mit dem flachen Wassertankpinsel an. An den Rändern der mit Wasser gezogenen Linien entsteht ein dunkler Schatten, also automatisch die Illusion von Gras. Es ging mir hier nicht darum, das Gras realistisch darzustellen, ich wollte es nur andeuten. Zum Schluss bekommt Benny jetzt noch seine langen Haare an den Ohren, letzte kleine Änderungen und fertig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr die Glocke noch anklickt, verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald!